Verrückt. Oh, guck mal da. Sagen wir mal, wir sind 6 Personen, oder? Put your hand up, pull them out, and that's it. Nice. And how do you fillet them? Just Well, usually this is very difficult. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind hier in La Paz, direkt vorne am Hafen. Die Jungs haben sich heute Morgen schon um frischen Fisch gekümmert. Sie haben ihn nicht selbst gefangen, aber hier legen immer so kleine Fischerboote an und da haben sie direkt zugeschlagen. Richtig, richtig gut. Und den wird es die nächsten Tage geben oder beziehungsweise morgen direkt. Wir fahren nämlich heute schon weiter zum nächsten Stellplatz, aber davor haben wir noch einen Termin. Ok, a este nivel, que esto es más abajo. Sí, claro. Sí, así perfecto. Also, um das mal alles für euch festzuhalten, was hier gerade so passiert. Wir sind hier bei einem Schweißer und eigentlich wollten Jessie und Roberto nur unten ihr Ersatzradhalterung anpassen lassen für ihr neues Ersatzrad. Und der Besitzer stattet aber auch die Baja Rally Cars mit jeglichen Upgrades aus und jetzt überlegen wir alle drei, irgendwelche Upgrades an unseren Vans machen zu lassen und ja, wir sind schon schwer am Überlegen, ob wir uns da irgendwas machen lassen sollen. Der hat schon echt einen sehr guten Plan und coole Ideen. Die Werkstatt sieht vielleicht nicht ganz so vertrauenswürdig aus, aber irgendwie macht es Spaß mit ihm, ja, kreativ zu werden und sich Gedanken zu machen, was für coole Updates man machen kann. Deswegen überlegen wir hier jetzt noch ein bisschen rum und dann gucken wir mal, schlafen wir noch mal eine Nacht drüber. die quasi dem Design machen, die wir hier hätten, also mit dieser Sí, sí, también igual así. Ihr könnt uns ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Upgrades an unserem Van machen würdet. Eine Leiter, eine Einstiegsstufe, Roof Rack, keine Ahnung, 1000 Möglichkeiten. Vielleicht können wir ja zusammen überlegen, was wir alles so machen könnten. Wir sind in unserem neuen Spot angekommen. Wir haben unsere frisch gekauften Fische aus dem Kühlschrank geholt. Noch nicht ganz. Zumindest werden die Zutaten gerade vorbereitet für die heutigen Fischtacos. Und dafür werde ich jetzt mal mit Roberto, ich hoffe, der ist gleich soweit, schon mal den Grill anwerfen. Diesmal gibt es kein Holz, sondern Kohle. Wir haben nämlich kein Feuerholz gefunden. Achtung!
Und dann essen wir gleich bei schönstem Sonnenuntergang. Heute mal ein bisschen früher. Das schaffen wir wieder nicht, ne? Naja. Also zur gleichen Zeit wie immer. Wir essen im Dunkeln. Das scheint unser Ding zu sein. Essen wir jetzt schön Fischtacos. Was wird denn vorbereitet? Mango-Tomatensalsa. Tacos. Avocado aus dem Hause Chirpy. Und apropos Avocado aus dem Hause Chirpy, wir haben gesagt, wir bringen eine vorbei. Kannst du die schon mal rüberbringen? Ja. Und da muss jetzt diese Avocado hin. Yay! Avocado. Avocado. Peel the avocado. Peel the avocado. Das beste Lied, ihr müsst es auf YouTube raussuchen. Und ein echter Ohrwurm, das werde ich jetzt 3 Tage nicht mehr los. Danke für die Avocado. Und ihr seht, die Chirpys werden auch endlich verrückt. Ein bisschen zumindest. In So unseren sind Videos sie, die so sind lang sie gehalten. wirklich. Wollen wir Feuer machen? Ja, Feuer? Feuer. Feuer. Das Feuerzeug mit dabei. Oh ja, das ist nicht doof fürs Feuer machen. Guten Morgen. Morgen. Das erste, was wir gerade morgens machen, ist hier an den Strand sitzen und Surfer beobachten oder aber auch Wale. Und eher die Wale als die Surfer. Gerade. Und eher die Wale als die Surfer. Das ist crazy. Den ganzen Tag ziehen hier Walgruppen vorbei oder Walfamilien. Sowohl Grauwale als auch Buckelwale. Und richtig nah auch an der Küste. Heute Morgen sind sie ein bisschen weiter entfernt, aber man sieht überall. 2, 3 waren richtig dicht dran. Ja, stimmt. Aber man sieht überall die Fontänen oben raus spritzen und 2, 3 Wale sind auch schon gesprungen und das ist richtig cool. Braucht man gar keine Waltour machen auf der Baja. Nee. Das ist verrückt. Oh, guck mal da.
ist ein bisschen wärmer geworden. Wir haben die warmen Schichten ausgezogen und machen uns jetzt erstmal einen Kaffee und einen Chai. Nein! Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Batterie leer. Wenn was passiert, dann kommt halt immer alles zusammen. Wir haben nämlich deswegen das Feuerzeug keine 230 Volt mehr hier im Van, weil unser Wechselrichter ausgefallen ist. Man hört nur noch ein lautes Piepsen. Deshalb, ja, funktioniert unser Gas halt Gott sei Dank auch mit Feuerzeug und wir dürften uns von den Chirpy Travelers von Jesse und Roberto ihre Chicory Box ausleihen, damit wir überhaupt am Laptop für das neue Video arbeiten können. Danke an der Stelle. Very sturdy, awesome bench, nicely made. Und dann denke ich mir so, Ich hasse das, wenn Technik nicht funktioniert. hey, was, funktioniert es nicht mit Bestellen? Ja, ich muss erstmal einen Account anlegen und das funktioniert nicht, weil du deine Handynummer angeben musst. Da kriegst du aber einen Code drauf gesendet, den du hier nicht empfängst. Also müssen wir uns nochmal gedulden, bis wir wieder Empfang haben. Ja, das kann man ja immer. Todos Santos kommt vielleicht dann. Wir kühlen uns jetzt ein bisschen im Meer ab, schwingen unsere Badeklamotten und ab in die großen Wellen. Einfach so zum Spaß. Just tell me your dreams, the things you like. What turns you off, what makes you doubt. I'll tell you my deepest secrets, I wanna let them out. Darf ich mitfahren? Nee, Wow. das war unerwartet. Alle einsteigen, es geht los. Juhu! Busexpress nach Todos Santos. Tonic Refresher. Good point. Ja, viel Spaß. Roberto, fahr vorsichtig. Immer. Schnallt euch an. Ja. Besonders die hinten. Ja, genau. Und wir schaffen es doch noch los. Ich nehme einfach deinen Take mit.
Tschüss, Basti! Basti kommt nicht mit. Der hat keinen Bock. Nee, er hat anderes zu tun. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Das könnt ihr in unserem Vlog anschauen. Genau, schaut einfach da bei den Neulands rein. Dann gehen wir los, oder? Ja, vamonos! Los, vamonos! Wir sind in Todos Santos angekommen und der erste Stop ist direkt mal was zu essen. Scharfe Soße ist scharf. Weil wir so viele sind. Gut, dass die Guacamole jetzt kam. Entschuldigung, ich habe deine Aufnahme gestört. Ja, alles gut. Fischtaco, Shrimp-Taco, Fischtaco. Entra na roda, o Maracadondi chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Kennt ihr eigentlich das Lied Welcome to the Hotel California? Wenn ja, dann seid ihr in Todos Santos genau richtig, denn hier hat das Lied seinen Ursprung. Und das Hotel ist direkt hinter mir und sehr unscheinbar. Wenn man es nicht genau weiß, könnte man auch dran vorbeilaufen. Fix und fertig. Fahrt uns jetzt Roberto Irgendwo hin. irgendwo hin. Nein, Nach Hause. im Idealfall nach Hause. So, wollt ihr das draußen? Und wisst ihr, wo unser Zuhause ist? Am Meer. Am Strand. Wir sind zurück im Camp. Basti guckt mit Roberto noch ein bisschen Super Bowl. Ich muss sagen, ich habe leider ein bisschen Magenprobleme. Ich weiß nicht, ob es an Essen oder an den Eiswürfeln in den Getränken liegt, aber ja, wir werden jetzt entspannt den Abend ausklingen lassen und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, liebe Freunde! Wir sind aufgebrochen von unserem schönen Stellplatz am Strand und wir sind nicht weit gekommen, denn hier ist direkt ein schönes kleines Café und da werden wir jetzt erstmal frühstücken.
ist es schon mal offen. Und es gibt Huevos Organico. Ja. Kaufen wir diesmal welche? Ich glaube nur zum Essen hier, oder? ¿Vegetariano? Gracias. Tortillas de harina, ¿qué hay? Ei mit Bohnen. ¿Usted qué me pidió? Nada. Ah, con razón, ya me había asustado. Me asusté, dije, wow. Das war ein sehr dringendes Frühstück, denn mittlerweile haben wir auch schon um die Mittagszeit. War ganz okay, war ganz lecker, hat uns alle nicht so vom Hocker gerissen, aber ja, wir sind jetzt alle satt, tanken noch unsere Wassertanks voll und dann geht es für uns weiter Richtung Süden, wo wir uns dann nächsten Sonntag wiedersehen. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Support-Herz in die Kommentare, darüber freuen wir uns sehr. Oder mal vielleicht ein Wahl-Emoji nach dem ganzen Wahl-Content. Worüber wir immer noch geflasht sind, wie viele Wale hier eigentlich sind. Nichtsdestotrotz, Abo nicht vergessen und wir sehen uns nächste Woche. Danke, Ende.